Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Dieses Mal möchte ich euch was über Rekursionen zeigen. Das hat jetzt erstmal überhaupt nichts mit irgendwelchen Tieren, Hunden, Lebewesen oder Fischen zurück, die bluppen, hecheln oder sonst was tun, sondern ist einfach nur eine Möglichkeit, um richtig coole Sachen zu machen, nämlich Funktionen, die sich selber aufrufen. Ja, das ist auch schon quasi alles, was ihr dazu wissen müsst. Ich würde sagen, wir schreiben uns hier einfach mal eine neue Methode und damit man auch gleich eine schön praktische Anwendung hat, naja, schön, eine mathematische Anwendung, ähm, würde ich sagen, nennen wir sie einfach Public int und jetzt nennen wir sie Fakultät. Fakult für Fakultät. Ähm, ja, wir wollen ja jetzt der noch einen Integer übergeben, denn wir wollen ja die Fakultät von einer bestimmten Zahl haben. So, Fakultät von int n zum Beispiel. Und jetzt müssen wir natürlich hier noch was zurückgeben. Naja, was ist Fakultät von n? Wie wir alle wissen, ist Fakultät von n, falls n gleich 1 ist Fakultät von 1 ist 1 und ansonsten ist es Fakultät von n minus 1 mal n, also n return n mal Fakult von n minus 1. So, was habe ich jetzt hier gemacht? Falls n gleich 1 ist, dann ist unsere Fakultät von n, also ich hoffe, ihr wisst noch, dass Fakultät von n, schreibt man meistens als Ausrufezeichen gleich, ich nehme es am besten mal mit einer konkreten Zahl, 5 Fakultät ist 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Ähm, das muss jetzt natürlich nicht syntaktisch korrekt sein für Java. Ja, das ist eigentlich nichts anderes wie die Zahl selber mal die Zahl minus 1 mal die Zahl minus 2 und so weiter, bis wir bei 1 sind. So, und genau das machen wir hier unten. Wir rechnen quasi Fakultät von n, also hier übergeben wir unser n drin, ist gleich n mal Fakultät n minus 1, was ja auch stimmt, denn hier hab ich euch ja gerade gezeigt, 5 ist gleich, 5 Fakultät ist gleich, upsala, 5 mal 4 mal und so weiter und so fort, mal 3 mal 2 mal 1. Das heißt, 4 mal 3 mal 2 mal 1 ist ja 4 Fakultät. Das heißt, 5 Fakultät ist 5 mal 4 Fakultät und 4 Fakultät wiederum ist 4 mal 3 Fakultät. Und 3 Fakultät ist wiederum 3 mal 2 Fakultät und 2 Fakultät ist 2 mal 1 Fakultät und 1 Fakultät ist 1. So, und genau das machen wir hier eben. Wir sagen, Fakultät von 5 ist 5 mal Fakultät von 4. Und 4 Fakultät, dann gehen wir wieder in diese Methode rein und rufen es einfach mit n minus 1 auf. Da sind wir bei 4 Fakultät und 4 Fakultät ist wiederum hier 4 mal 3 Fakultät, bis wir eben bei 1 sind. Falls n gleich 1 ist, geben wir 1 zurück. Jetzt muss ich da aber noch kurz was vorher abfangen. If n gleich 0, dann geben wir auch 1 zurück. Ist irgendwie so definiert. Upsala, das Return fehlt. Und falls n kleiner 0 ist, ist es eigentlich nicht definiert. Das heißt, wir geben einfach mal 0 zurück. So, und jetzt können wir hier oben in unserer Main-Methode zum Beispiel, können wir Fakultät aufrufen. Achso, ja. Da wir hier, das habe ich euch im letzten Video erzählt, da wir hier keine Instanzierung von der Hello World Klasse haben, können wir die Methode nicht aufrufen, es sei denn wir schreiben New Hello World und so weiter. Oder wir machen einfach unsere Methode Static, damit wir sie auch wirklich überall aufrufen können. So, und jetzt sagen wir hier mal, ich will die Fakultät von 10 haben. Und die mir ausgeben lassen. So, die Fakultät, oh Gott, von 10 ist, ja, hier 3.628.800. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr wisst. Ich schaue mal ganz kurz nach. Müsst ihr kurz warten. Sollte aber eigentlich stimmen. Das ist schon ziemlich hoch, muss ich sagen. Nun gut. Okay, es stimmt tatsächlich. Das hatte ich nicht erwartet, dass es so hoch ist.
Aber ist okay. Ähm, ja, also was wir hier genau machen, wir gehen hier rein. Die beiden sind einfach nur zum Abfangen, falls unser Benutzer irgendwelche sinnlosen oder mehr oder weniger sinnvollen Sachen wie Fakultät von null aufruft, dass unser Programm nicht endlos weiterläuft. Weil würden wir jetzt das hier nicht machen, wir fangen hier ab, falls, ähm, also das erkläre ich euch am besten noch, lassen wir das jetzt hier raus. Dann sagen wir, äh, unser Programm, falls ich es hier mit Fakultät von -10 aufrufe, so, dann prüft es erstmal, ist n gleich null, also ist unser übergebener Parameter hier gleich null. Nö, ist es nicht, also überspringen wir das. Ist unser Parameter gleich eins? Nö, also else wird das hier ausgeführt. N mal, also -10 mal die Fakultät von n minus eins. So, und dann habe ich Fakultät von -11. Und wenn ich jetzt Fakultät von -11 berechne, wird hier unten Fakultät von -12 aufgerufen. Weil -11 minus eins ist ja bekanntlich -12. Und das läuft unendlich weiter und ihr seht schon, wo das hinführt, euer Programm stürzt ab. Das will man möglichst vermeiden, deswegen immer schön alles abfangen, was passieren kann und immer schön vermeiden, dass ihr irgendwelche Rekursionen unendlich mal aufrufen könnt. Also immer sicherstellen, dass ihr auch wirklich irgendwann mal aufhört. Also mit diesen 3 Fällen hier oben hören wir auf, ansonsten führen wir die Rekursion weiter. Rekursion heißt einfach, ich rufe in meiner Methode Fakultät, rufe ich die Methode selber nochmal auf mit einem anderen Parameter. Mit demselben wäre es ja irgendwie blöd, weil dann wäre es auf jeden Fall garantiert, dass es unendlich weiterläuft. Das heißt, wenn ich hier Fakultät von n aufrufe, komme ich niemals zu 1. Ja, das ist auch schon alles, was ihr eigentlich zu nicht zur Fakultät, zu Rekursion wissen müsst. Ich würde sagen, wir programmieren gerade noch so ein schönes Beispiel, nämlich die Fibonacci-Zahlen. Die werden viele von euch sicher in der Uni kennenlernen. Eher unfreiwillig als freiwillig, aber äh, ist auch eine recht coole Anwendung. Also, ähm, ja, was sind die Fibonacci-Zahlen? Die sind so definiert, Fib von n ist Fib von n minus eins. Ich habe mir die Klammern gerade mal hier gespart, wenn man das ja so sehen kann. Fib von n minus eins plus Fib von n minus zwei. Ja, 2 habe ich doch gerade gesagt. So, also ihr seht, die n-Fibonacci-Zahl ergibt sich aus den Summen ihrer beiden Vorgänger als Fachwortschatz jetzt. Das bedeutet, wir schreiben das jetzt einfach genauso, wie wir es gerade gesagt haben. Also, wir geben zurück ähm, die Fibo an der Stelle n minus eins und die Fibo an der Stelle n minus zwei aufaddiert. So, jetzt hört es aber noch nicht auf, weil wir können ja ins Negative gehen und so weiter und so fort. Wir können quasi das Ganze hier sehr, sehr häufig aufrufen. Das wollen wir auch wieder vermeiden. Das heißt, wir brauchen ja noch irgendwelche Anfangszahlen. Wenn n gleich 1 ist, dann, was war dann die Anti-Fibonacci-Zahl? Bei n gleich 1 ist es 1. Upsala. Ja, 1, Semikolon. Macht sehr viel Sinn. Und wie ihr vielleicht noch wisst, nach dem Return steigen wir hier aus. Das heißt, das hier wird überhaupt nicht mehr aufgerufen. Und falls n gleich 0 ist, dann geben wir zurück 0. So. Ach Mann, was ist denn los heute? Und ich wollte auch nicht ein Tier sein. Jetzt. Okay, also wir rufen hier die Fibonacci-Zahl auf und die ersten beiden, also 0, nullte Fibonacci-Zahl und erste Fibonacci-Zahl sind 1. Dann 0 plus 1 ist 1, also die zweite ist auch 1, die dritte ist und so weiter und so fort. Ich glaube, ich zeige euch das gerade mal hier. Int i gleich 0. Also Vorschleifen solltet ihr mittlerweile drauf haben. Bis wohin wollen wir denn gehen? Sagen wir mal 100. Das dauert dann zwar eine Weile, aber das ist ganz cool. Kann ich euch auch gleich was zu der Laufzeit sagen. Sysout Fibo von i. So. Ja, speichert du mal dein Tier. Jetzt habe ich da auch noch einen Fehler reingepackt.
Wow. So lange wollen wir doch nicht gehen, glaube ich. Also ihr seht, es rechnet immer noch und es dauert ewig, bis eine neue Zahl kommt. Hier. Woran liegt das? Ich erzähle es euch gleich. Okay, ich erzähle es euch jetzt, weil ich zu faul bin, das alles abzuwarten. Also unsere Fibonacci-Zahlen fangen erstmal mit 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Das sind immer die beiden Vorgänger zusammen addiert. Also 5 plus 8 ist 13, 1 plus 1 ist 2, 2 plus 3 ist 5. Seht ihr hier alles? Und dann geht es eben so weiter hier, bis wir irgendwann mal da sind. Riesige Zahlen und keinen Sinn mehr. Aber das hat Mathe so an sich, meistens zumindest. Ähm, ja, also, was passiert hier? Warum dauert das so ewig, dass es das alles ausrechnet? Nun ja, wir rufen hier, sagen wir mal, die Fibonacci-Zahl von 100 auf. Äh, Das heißt, ich rufe diese Methode hier auf. Ist n gleich 1? Nö. Ist n gleich 0? Nö. Also berechnen wir Fibonacci-Zahl von n minus 1, also 99, und die Fibonacci-Zahl von n minus 2, also 98. So, das heißt, wir haben zwei Aufrufe von dieser Methode hier. Zwei Aufrufe heißt zweimal hier reingehen, überprüfen, ob das 1 ist, überprüfen, ob das 0 ist. Und dann berechnen wir beim ersten Aufruf, der ja 99 war, berechnen wir die 98. Fibonacci-Zahl, die wir gerade für das andere auch berechnen wollten, und die 97. Aber wir müssen jetzt trotzdem noch die 98. nochmal berechnen. Und so geht es immer weiter und das wird dann echt heftig, weil wir die ganze Funktion hier richtig, richtig häufig aufrufen. Und deswegen dauert das einfach so ewig. Also ihr seht, da muss man schon ein bisschen drauf achten, was man da an Rekursion programmiert und wie effizient es denn sein soll. Da gibt es dann so Sachen wie Laufzeitberechnung, aber ich glaube, das zeige ich euch in einem anderen Video. Auf jeden Fall nicht hier im Java-Anfänger-Teil. Da müsst ihr mal noch ein bisschen abwarten. Auf jeden Fall sei gesagt, es dauert ewig. Wenn man hier Rekursionen mehrfach aufruft, dann dauert es viel, viel länger, als wenn ich jetzt eben nur hier einmal das Ganze mache. Was ich machen kann hier, ist, ich schreibe mir ein Array, ein Int-Array, new int, und ich möchte die ersten 100 Fibonacci-Zahlen daran speichern. Und jetzt tue ich hier erstmal, bevor ich diese Fibo aufrufe, if ah ja, genau, ihr kennt ja null noch gar nicht, glaube ich. Das habe ich euch noch nicht. Wobei Integer können nicht null werden, das mache ich in einem anderen Video. If Fibos von i. Achso, dann müssen wir aber bei 1 anfangen, weil Fibos von 0 ist ja bekanntlich 1. Fibos von i gleich 0. Also wie ihr wisst, Integer-Werte sind, wenn wir sie nicht initialisieren, gleich 0. Und falls die ite-Stelle an meiner die ite-Stelle in meinen Fibos-Zahlen 0 ist, dann weiß ich habe die Fibonacci-Zahl noch nicht berechnet, weil nur die nullte Fibonacci-Zahl ist wirklich 0. Alle anderen sind größer. So, deswegen fange ich auch hier erst bei 1 an und nicht bei 0, weil sonst würde ich die ja keine Ahnung wie oft berechnen. Ah ne, würde ich gar nicht, egal. So, und dann sage ich Fibos an der Stelle i ist gleich, und dann berechne ich eben Fibo. Ach halt mal, das wollte ich doch da unten auslagern. Gebe ich hier ein ganzes Array zurück. So. Ne, machen wir anders. Fibos von i ist gleich Fibo von i. So. Und Fibo von i braucht jetzt aber dieses Array hier. Das heißt, ich übergebe das einfach als Parameter. Das geht ja genauso wie mit normalen Zahlen. So. Fibo von i, was gibt's? Ja, ist natürlich klar, dass es hier dann einen Fehler kriegt, wenn ich da unten was an den Parametern ändere. So, und jetzt kann ich hier drin einfach schauen, genau wie ich hier umgeguckt habe, wenn Fibos von i nicht berechnet wurde, also an unserer Stelle, gut, nur dass wir hier unten halt n haben, also hier, if Fibos an der Stelle n gleich 0, Fibos an der Stelle n gleich n und Fibos, also, ja, wobei,
Dann sage ich hier einfach Fibo an der Stelle n. Ich wollte eigentlich die Stelle n-1 haben, weil die brauche ich ja hier unten zum Berechnen. Wenn die Stelle hier gleich 0 ist, dann muss ich sie berechnen, indem ich hier die Funktion aufrufe für n-1 und eben dieses Array wieder übergebe. Und hier kann ich dann ganz einfach sagen, ich nehme Fibos an der Stelle n-1 und Fibos an der Stelle n-2. So. Jetzt muss ich das Ganze hier aber noch überprüfen für n-2. Denn wir wollen ja keine Fehler hier machen. So. Ich erkläre euch gleich, was genau ich hier gemacht habe. Und jetzt lasst uns das mal hier ausgeben. Was wollen wir denn ausgeben? Fibos an der Stelle 99. Oh. Sehr gut, dann kann ich euch das auch gleich noch zeigen. Okay, machen wir ein bisschen kleineren Wert. 20 müsste wohl noch gehen. So, ihr seht, wie viel schneller das geworden ist. Es berechnet es einfach instant. Selbst 50 müsste instant gehen. Ja, ich möchte speichern und es passiert schon wieder. Wow. Das ist echt krass. Ich wusste gar nicht, dass die Fibonacci-Zahlen so groß werden. Ja, bleiben wir mal hierbei. Also, was ich hier gemacht habe, ist, ich habe ein Array erstellt mit 100 Integern drin und ich möchte, dass diese 100 Integer meine ersten 100 Fibonacci-Zahlen sind. Und ja, ich berechne die, indem ich durch das komplette Array iteriere. Und falls ein Wert gleich 0 ist, also abgesehen von dem Nullten, der darf 0 sein, das ist wurscht. Aber ich fange hier bei 1 an. Falls der Wert gleich 0 ist, dann berechne ich ihn über meine rekursive Methode, mehr oder weniger rekursiv, indem ich sage, wenn die n-erste Fibonacci-Stelle gleich 0 ist, also nicht berechnet, dann berechne ich die über diese Methode, aber die sollte ja eigentlich immer schon berechnet sein, weil ich hier ja schon durchgegangen bin bis zur Stelle n und die schon alle fertig habe. So, und dann speichere ich mir die eben alle zwischen hier in diesem Fibos, in diesem Array drin. Und dann kann ich da einfach drauf zugreifen und muss die nicht jedes Mal neu berechnen. Das heißt, ich berechne einfach immer bloß die Summe aus meinem Array aus den beiden Vorgängern. Also ich berechne, wenn ich die zweite Fibonacci-Zahl haben will, berechne ich Array-Stelle an 0 und Array-Stelle an Array-Stelle 0 hier und Array-Stelle 1. Und das ist das Coole dran. Da kann ich einfach dann die Dinge aufsummieren. Ja. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel das 19. berechne, greife ich einfach zweimal auf mein Array zu und summiere die hier auf. Und gebe diese Zahl dann auch schon wieder zurück. Und das heißt, ich muss nicht jedes Mal dieses ganze Ding neu berechnen und spare dadurch enorm viel Laufzeit. Jetzt, was ist passiert? Warum passiert hier, wenn ich 99 eingebe? Warum wird es dann eine negative Zahl? Ganz einfach, unser Integer ist zu klein. Wie ihr wisst, habe ich euch, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt, dass Integer nur einen bestimmten Bereich an Zahlen abdecken können, von minus einem bestimmten Teil bis plus einem bestimmten Teil. Und zwar zeige ich euch gleich mal, wo ist es denn? Hier, mein Integer hat Werte ich treffe auch nie, in diesem Zahlenbereich hier. Also meine Integer-Werte können bis minus 2 Milliarden irgendwas gehen, bis plus 2 Milliarden irgendwas. Jetzt ist aber die 99. Fibonacci-Zahl deutlich größer als das hier. Und dann, wenn ich hier 1 drauf addiere, dann habe ich einfach ein Overflow, so nennt sich das, und lande wieder einfach bei 0. Oder bei minus, in diesem Fall, also wenn ich hier 1 drauf addiere, lande ich hier bei minus 2 bei dieser Zahl halt. Das heißt, ich fange gerade wieder unten an zu zählen und dann passiert halt sowas, dass ich hier gerade negative Zahlen habe. Und das ist der große Witz dabei. Deswegen zeige ich euch jetzt hier in diesem Zusammenhang gleich noch den anderen Datentyp, den wir hier haben. Nämlich long. Da brauche ich keinen.
Hier wollen wir einen Long haben und hier wollen wir einen Long haben. Was ist das Problem? Achso, nein. Achso, ja, hier wollen wir natürlich einen Long zurückgeben. Und was ist dein Problem? Achso, ja, das sollte natürlich kein Long sein, denn der Zugriff ist immer noch über Integer natürlich. So, und jetzt berechnen wir das nochmal und es reicht immer noch nicht. Krass, okay. Aber ihr seht, unsere Zahl ist schon viel, viel größer. Ich könnte mal hier das 50. eingeben, mal gucken, ob das noch funktioniert. Ja, die 50. Fibonacci-Zahl lässt sich noch berechnen, aber hier 3 Stellen, da nochmal 3 Stellen. Ich habe euch ja gesagt, die Integer gehen bis 2 Milliarden irgendwas. Hier sind wir schon bei 12 Milliarden. Das heißt, ihr seht, selbst bei der 50., wenn ich das Ganze hier mit Integern laufen lasse, habe ich einen Overflow. Ja, krasse Sache das. Ähm, okay, also was haben wir dieses Video gemacht? Wir haben Rekursionen kennengelernt und wir haben sehr, sehr große Zahlen kennengelernt in Form von Fibonacci-Zahlen der 50. Und deswegen auch den Overflow und den neuen Long. Cool. Normalerweise braucht man sowas nicht. Wie oft berechnet man schon die Fibonacci-Zahlen? Ja, ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Ähm, und nächstes Video, ähm, schauen wir mal. Ich glaube, wir lesen ein paar Benutzereingaben ein. Ich glaube, das dürfte auch in eurem Interesse sein. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.